Die Landschaft, die Natur ist der Star und ich bin der kleine Fotograf, der in dieser gewaltigen Bergkulisse das probiert irgendwie festzuhalten. Wandern hat immer ein bisschen zu meinem Leben gehört und später dann als Jugendlicher bin ich dann immer mehr in die Berge. Und ich habe nachher eigentlich durch einen guten Freund, der mir die Fotografie ein bisschen näher gebracht hat, habe ich wie gemerkt, hey, Berge, Fotografie, das ist voll meins, also das ist voll das, wo ich aufblühen kann. Und so plötzlich gemerkt, wenn ich die Abenteuer, wenn ich die Erlebnisse, die Bilder, die Stimmungen sogar festhalten kann. Und ja, das hat sich immer mehr so entwickelt und in den Bergen fühle ich mich eigentlich am wohlsten eigentlich. Also dort bin ich eigentlich mich irgendwie. Ich sage auch, es ist noch speziell, wenn ich im Unterland aufgewachsen bin. Ich bin eigentlich irgendwie ein Berggen und dort kann ich mich richtig frei entfalten eigentlich in den Bergen. Meine Motive suche ich eigentlich, häufig ist es so eine Kombination aus Kartenstudium. Viel kannst du schon auf einer Karte mal herausfinden. Wenn du die Karte irgendwie eine Stunde lang anschaust, das ist wirklich ein Hobby von mir. Also wenn ich mit nichts zu tun habe, dann schaue ich gerne mal einfach wieder auf die Schweizer Karte und gehe so ein bisschen virtuell in die Berge und kann mir das sehr gut vorstellen. Mit der Zeit weisst du ein bisschen, wie sich das Gelände, also kannst du es wie dreidimensional ein bisschen vorstellen mit der Höhenlinie und so. Und dann schaust du halt sicher ein bisschen auf die ganzen Blogbeiträge, auf Hiker oder so. Also gehst immer ein bisschen schauen, was rum hat und kannst dich so ein bisschen inspirieren lassen. Und dann ist aber viel, wenn du mal irgendwie eine Idee hast von einer Karte und so, dann ist klar, dann musst du das Ganze anschauen. Und die grosse Inspiration ist eigentlich dann vor Ort. Also wenn ich dann wirklich unterwegs bin in den Bergen, häufig auch allein, dann komme ich wirklich in eine Stille, in eine Ruhe rein und fühle mich dann wie so ein bisschen eins zusammen mit der Natur und bin dann eigentlich so unterwegs und schaue einfach sehr, sehr gezielt mit vielen Antennen schaue ich die Landschaft an, schaue, was hat es für Vordergründe, wie kann man mit dem Licht arbeiten. Und eben einen Teil hast du schon im Vorfeld gemacht, so ein bisschen Pre-Scouting, eben vielleicht am Kompi, wo du geschaut hast, wann kommt das Licht wie rein, wo geht die Milchstraße zum Beispiel auf. Und gewisse Ideen oder viele Ideen habe ich wie schon im Kopf oder fast ein fertiges Bild im Kopf, auch von einer Wetterstimmung. Und dann vor Ort machst du eigentlich blöd gesagt den Feinschliff. Eben, dann gehst du mit einfach feinen Antennen laufst durch die Landschaft, manchmal stundenlang. Manchmal laufst du etwas her und siehst voll das Frame und sagst, das ist es. Und dann packst du dort das Stativ aus und gehst eigentlich nicht mehr weg, bis das letzte Licht hast zum Beispiel. Und manchmal bist du auch lang am Suchen und findest nichts und irgendwie, das gibt es auch. Also dann suchst und vielleicht erst im letzten Moment siehst du etwas, je nach Lichteinfall oder so. Es gibt eine Art, so wie eine Grundausstattung, die ich dabei habe, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Das ist sicher Kamera, dann Objektiv, meistens irgendetwas Weitwinkliges bis zu einem kleinen Tele. Du hast vielleicht 2 bis 3 Objektive dabei. Und dann, wenn du jetzt in der Nacht noch immer zulaufst, auf den Morgen und einfach auf die Morgenstimmung Poker ist, dann hast du natürlich eher weniger dabei. Dann schaust du auch ein bisschen aufs Gewicht und hast ein bisschen zu trinken, ein bisschen zu essen. Ja, warme Kleider oder im Sommer oder am Morgen kann es mal wirklich kühl sein. Und dann gehst du eigentlich mit einem kleinen Rucksack, sage ich, irgendwie mit ich weiss doch nicht, 10, 12 Kilo bist du unterwegs. Und wenn ich Touren mache, wo ich dann draussen übernachte, ein Biwak mache oder so, oder höher oben rein bin, dann summiert sich dann schon. Also dann hast du natürlich noch Kocher dabei, du hast
Food dabei, schaust du dort ein bisschen aufs Gewicht natürlich. Dann hast du irgendwie eine Matte. Ich gehe häufig ohne Zelt, also wenn ich kein Niederschlagsrisiko habe, einfach ein Mätteli, einen Schlafsack. Und eben im Hochsommer hast du natürlich schnell mal eine Daunenjacke an oder irgendwie eine Kappe, weil es einfach höher oben ist, halt sehr schnell ist es kühl. Und dann, wenn so 2-3 Tage dauern, dann bist du schnell mal bist irgendwie bei 20 bis 30 Kilo. Je nachdem eben, wenn vielleicht nimmst du noch eine Drohne mit und dann machst du wirklich Auslegeordnung und schaust, was ist Luxus, was brauche ich wirklich zwingend, was ist meine Bildidee, was ist eigentlich meine priorisierte Bildidee, was will ich wirklich haben und was ist irgendwie nice to have. Und es ist schon so, also gerade, ich meine, die Aufstiege sind damals schon streng und irgendwie bist du bachnass und du oben bist. Aber es gehört irgendwie dazu. Es ist, ich feiere sehr recht. Also ich finde es mega schön, wenn du rauflaufst und dich selber spürst. Also wirklich auch den Körper spürst. Das sind so Momente, wo ich voll bei mir bin und häufig auch ein bisschen meinen Gedanken angehe oder schon motiviert irgendwie bin und das mögliche Bild vor dem inneren Auge habe. Aber es gibt schon Situationen, wenn du irgendwie in der Nacht rauflaufst, stockdichter Nebel, es ist mega, es ist echt unangenehm. Ich mag mich erinnern, im Winter, wenn du irgendwie einen ganzen Tag im Nebel wartest, bis irgendwie der Nebel sinkt und die frisch eingeschneiten Bäume aus dem Nebel kommen, dann bist du echt stundenlang am Warten und irgendwann kühlst du aus und dann bist du halt irgendwie am Runden laufen, die ganze Zeit die gleiche Runde und so. Und hast den ganzen Tag verfrühst irgendwie schier und nachher der Moment, wenn es plötzlich wirklich aufgeht, der Nebel sinkt, das Licht kommt, dann hast du so einen Schub, dass ich dann wirklich manchmal sogar die Händchen wegrühre, weil so die Wärme irgendwie kommt. Und es ist, also so ein Moment, das ist wirklich so, es ist unbeschreiblich. Du kannst noch so viel planen, viel geht nicht auf oder du bist sehr knapp gescheitert. Gerade so Bilder Top oder Flop, so an der Nebelgrenze ist wirklich 50-50. Es kann super kommen oder du kannst mit gar nichts zurückkommen. Und dort ist halt dann schon, musst du mega frusttolerant sein, oder? Wenn es nichts geht, dann musst du einfach, gehst halt weiter und so. Und irgendwie gehört es dazu. Manchmal kann ich besser mit dem umgehen, manchmal ist es so, wirklich, bist du halt frustriert und so, aber es gehört halt dazu. Und dafür kannst du die Momente, wo es dann wieder aufgeht, kannst du umso mehr geniessen. Wenn jetzt jemand sich ein bisschen näher oder intensiver mit Natur- oder Bergfotografie auseinandersetzen, finde ich sicher wichtig, dass man so ein bisschen das Grundverständnis hat von der Natur, dass man auch schaut, hey, wir sind eigentlich Gäste in den Bergen, also dass man schaut, was kann ich, was darf ich, dass ich mich auch an die bestehenden Regeln halte, dass ich weiss, was eine Schutzzone ist, was ein Wildschutzgebiet ist, dass ich wirklich so unterwegs bin oder dass ich möglichst naturverträglich unterwegs bin, sage ich jetzt einmal. Natur ist wirklich aus meiner Sicht ist unsere Lebensgrundlage, also absolut schützenswert. Und es kann nicht sein, dass ich durch mein Auftreten, meine Bilder irgendwie dass der Lebensraum unter Druck kommt. Darum finde ich als erstes in erster Linie sicher Kenntnis sammeln. Wie bin ich unterwegs? Was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen? Wo sind Tiere unterwegs? Eben sicher so ein bisschen überlegen, wie will ich persönlich in den Bergen unterwegs sein? Und nachher, wenn man jetzt das Fotografische anschauen, finde ich es mega schön, wenn man am Anfang hat man vielleicht 2-3 Idole oder so ein bisschen Inspirationen, die man nacheifert, aber dass man dann sich selber auch recht schnell Gedanken macht, was ist mein eigener Bildstil, wo will ich her, was interessiert mich. Es gibt so viele irgendwie kopierte Bilder, jeder macht irgendwie gefühlt manchmal genau das gleiche Foto wie ein anderer. Und mein Tipp ist eigentlich fotografisch, eben, dass man so unterwegs ist, dass man sich auch ein bisschen überlegt, was sind meine Motive, wo sind meine Motive, sich ein bisschen selber
das Zeug zusammensuchen. Macht von mir aus gesehen mehr Spass am Schluss, wenn man mal ein Motiv gefunden hat, das jetzt nicht so tot fotografiert ist schon. Und wenn man dann ein schönes Bild macht, umso mehr hat man Freude daran. Manchmal denke ich, es würde auch vielen gut tun, auf dem Planeten mal so unterwegs zu sein. Eben einfach ohne all diese Gadgets, die wir haben. Und einfach mal so ein bisschen zur Ruhe kommen oder eben mal spüren, was es bedeutet. Also wenn ich in der Natur unterwegs bin, wenn ich kalt habe, wenn ich nicht mehr mag, was macht das mit einem, oder? Und das erlebe ich eben in den Bergen. Und dann kannst du eben auch für den Alltag mal etwas mitnehmen. Also wenn es wirklich mal ganz dunkel und düster und so ist, und nachher, wenn das Licht reinkommt und 5-10 Minuten später denkst du, wow, vorher hat sie ganz anders ausgesehen und jetzt wirkt es wieder viel freundlicher. Und ich finde, so diese Erfahrungen kannst du eigentlich auch ummünzen eben auf das eigene Leben oder allgemein. Ja.